Willkommen, Schwester. Ich bin Simon Rita und hier von der Frauentempeltour in Hamburg. Wir sitzen hier im Ganesha Wohnmobil gerade neben der Elbe. Ich habe so ein bisschen versucht, die Kamera so einzustellen, dass ihr das seht. Ein bisschen hinter Claudia könnt ihr das sehen. Und da möchte ich eben auch ganz herzlich Claudia willkommen heißen. Ja. Nicht nur Elbe Ma, auch dich ganz herzlich Vielen Dank. willkommen Vielen Dank für die heißen. Einladung. Ja. Wir haben uns gestern schon getroffen. Claudia hatte eingeladen zur Schwesternzeit an der Elbe. Wir haben eine Kräutersuppe gekocht und die großen Schiffe vorbeiziehen sehen und Schwesternzeit genossen, wundervolle Gespräche geführt und uns genährt. Und darüber werden wir vielleicht später auch noch sprechen. Doch du weißt jetzt schon, was ich dich fragen werde. Ja, ich weiß es. Was mich nämlich interessiert oder was ich gerne von dir wissen möchte, ist, wie kannst du dich erinnern an dein allererstes Mal im Tempel, in dem Kreis? Was hat dich dahin geführt? Wer hat dich eingeladen? Und weißt du, wie hat sich das angefühlt in deinem Körper oder was hat es mit dir gemacht? Ja, schöne Frage. Also, ich bin 2013 war ich das erste Mal im Kreis von Beate Gauder im Tempel in Hamburg von Beate Gauder. Und dann war ich dort und wusste erstmal überhaupt nicht, um was das überhaupt geht. Ja? Also ich habe einfach diese Texte, Folge den Rosenblütblättern oder so. Ich habe einfach gedacht, worum geht das denn jetzt hier bitte? Ja, ich möchte einfach mal wissen hier, worum das geht und so ein bisschen Facts, ja. Also ich war so, wir reden hier so blumig und so. Das war für mich total ungewohnt und ich wusste erst, also ich habe mich erst, da hat es mich total verunsichert, weil ich wusste überhaupt nicht, was das jetzt eigentlich soll, ja. Und war aber trotzdem auch neugierig. Also es war jetzt nicht nur das, sondern hat mich auch trotzdem gleichzeitig in die Richtung bewegt. Ja, so ein bisschen dieses Push-Pull, ja, also so ein bisschen und dann genau. Ich kann mich auch erinnern, du hattest auch in unserem Vorgespräch, hattest du mir gesagt, dass du dich noch erinnerst zu Beginn, da hattest du dich aufgemacht in den Tempel und dann hattest du den Schlüssel verloren. Genau. Also du wolltest eigentlich hin und irgendwas in dir hat die ganze Zeit wieder eine Situation kreiert, dass du da nicht hingehst. Ja, absolut. Ich hatte einen richtigen inneren Saboteur, sage ich mal. Also manchmal habe ich gedacht, oh, gehe ich jetzt in den Tempel, die Sonne scheint, irgendwie, ich möchte lieber an den Strand und ein Glas Wein trinken oder so. Aber und dann einfach zu merken, nee, ich gehe jetzt in den Tempel, das hatte ich ganz am Anfang noch nicht. Da habe ich dann einfach manchmal abgesagt und habe irgendwas anderes gemacht. Oder habe einen Schlüssel verloren oder sonst was. Irgendwelche Gründe waren immer da, warum ich nicht hin muss. Also es war auf jeden Fall immer so ein bisschen variabel, ob ich jetzt komme oder nicht, ja. Also diejenigen unter euch, die Claudia kennen, können sich das nicht vorstellen. So ein bisschen wie Zigaretten rauchen oder so, wenn man das aufhört. So anders. Wie, was, wie würdest du das denn beschreiben oder was ist es denn, was dich da so neugierig gemacht hat oder was ist es denn, was immer wieder gemacht hat, dass du dahin gehst? Also es war so eine Neugierde darauf, also auch wir bezeugen uns gegenseitig im Kreis oder in diesen Diaden oder zu dritt, wenn wir so gesagt haben, wo wir gerade stehen oder was unsere Sehnsucht ist und darüber zu sprechen und diesen Raum zu nehmen dafür, ohne dass jemand sagt, also toll gemacht oder gut weiter so oder irgendwie so. Also wie wir halt hier in der Gesellschaft funktionieren, ja. Und dass wir uns ausdehnen können und gleichzeitig zu sehen, meine Themen, die ich habe, das sind gar nicht nur meine Themen, sondern ja, es haben irgendwie vielleicht 50 Millionen andere Frauen auch. So. Also diese Realisation, die war für mich total wertvoll und auch in meinem eigenen Körper zu spüren. Ich habe so somatisch reagiert, ganz doll am Anfang mit Angst oder mit
weiß ich nicht, mir wurde kalt oder, also es gab viele Gründe, nicht zu kommen. Und dann zu merken, oh, es gibt aber auch ein Körpergefühl, was sich gut anfühlt, Mhm. Mhm. wenn wenn ich mich öffnen kann oder wenn ich auch sehen kann, wie andere sich öffnen und, und darin einzutreten, dass wir uns gegenseitig bestärken. Mhm. Ja, das war total schön, diese Hand, also wie so diesen Kreis zu sehen und alle halten wir uns. Und erst fühlt sich's an wie ein Fake, ja, also ja, toll, ja, wir bezeugen uns jetzt oder so, aber dann zu spüren, das ist echt. Also es ist wirklich, wirklich so wahrhaftig, ja. Ich glaube, das war der Moment, der mich, und dann war einfach klar, okay, das höre ich auch nicht wieder auf, ja. Mhm. Hm, Ich habe gerade, hm, wo du gesprochen hast, ist mir dieser Satz vom Sistut Manifesto in den Sinn gekommen, dass ich werde mich nicht zurückhalten, um dazu zu gehören und ich werde dich darin bestärken, dasselbe zu tun. Ähm, wenn du sagst, dass du einfach auch gesehen hast, wie die Frauen sich zeigen und dann hast du wie dir die Erlaubnis auch gegeben, dich in deiner Größe oder deinem Strahlen zu zeigen. Und auch, dass dieses Loslassen, dass es nicht darum geht, dass wir schon ganz und repariert und so eine perfekte Plastikversion sein müssen, dass wir einfach auf dem Weg sind. ja, das hat mich wirklich total berührt, dieses okay, das ist so, es geht einfach, die Öffnungen passieren, wie sie passieren und das geht, was geht und dann, was eben nicht geht, das. Also es muss nicht alles perfekt sein. Und das hat was richtig entspannt, so weil so war ich halt auch gepolt. Also nicht nur ich, aber so bin ich einfach gepolt, dass ich dachte, ah, jetzt muss alles richtig gut sein, bevor ich irgendwas anfange. Und Mhm. jeden Schritt zu gehen mit Schwestern, die mich quasi auch spiegeln oder die ich auch im Gegenzug auch spiegel. Aber das hat mir so viel Rückenstärke gegeben, auch mich weiter auszudehnen. Ja? Und dann auch zu merken, das finde ich immer so schön, wenn Jamily oder wenn wir davon sprechen, von diesem Spanda-Effekt, dass sich was ausdehnt und zusammenzieht, zu merken, ja, es zieht sich auch wieder zusammen, es öffnet sich, so damit auch zu gehen, mit dem Pulsieren, ja. Du hast ja dann auch, du warst im Tempel bei Beate Gauder, wo Mhm. wir auch dann gleich nach unserem Schwesterngespräch hinfahren werden. Mhm. Wir werden nämlich heute Abend Beate feiern in ihrem Tempelraum und zwar 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Was war dann der nächste Schritt nach dem, also wie hast du Awakening Woman kennengelernt, wie hast du Shamili kennengelernt? Also ich war dann doch, fing dann an, regelmäßiger zu Beates Tempel zu kommen. Und dann war klar, irgendwann kommt Jamily nach Hamburg und dann war total klar, dass ich da dabei bin und komme. Das war auch im buddhistischen Zentrum, wo wir heute Abend sind. Das Mm. finde ich total schön, dass wir da jetzt wieder sind. Und auch der Tempel von Beate ist auch um die Ecke. Also das ist so, also da habe ich schon, in dieser Ecke habe ich schon so viel Tempelerfahrungen gemacht. Und ich freue mich gerade Das so, ist so, ja, so back dass to the wir auch roots. Ja. zusammen, dass wir da jetzt hinfahren. Das ist so back to the roots. Ja. Mm. Mhm. Total schön. Und du warst dann mit Shamili da und mit Durga. Mit Durga und ich wusste ja noch gar nicht viel über die Göttin Durga zu dem Zeitpunkt, aber irgendwas, ich kann auch nicht ganz genau sagen, was mich dann gekriegt hat, aber das war dann so wie so ein Kick-Off, ja, da war ich dann einfach total drin. Und ich glaube, es war auch einfach nochmal Jamili selbst kennenzulernen und zu merken, wow, das hat diese Intention oder diesen Raum, den sie öffnet, diese Arbeit zu machen, das habe ich erst da richtig begriffen. Und nicht, weil das jetzt vorher niemand gut erklärt hat oder so, sondern einfach, das war so wie so auf einer körperlichen Ebene habe ich das nochmal ganz anders gespürt. So, und das war irgendwie dann so klar, ich mache da weiter, weil diese Wahrhaftigkeit, dieses Gefühl, es ist kein Fake, ist so wahrhaftig, das hat mich einfach total gekriegt. Und da hatte ich, ja, weil auch so viel Lebensfreude dabei war, ja. Es war einfach so klar, Mm. es ist jetzt nicht so ernst und wir therapieren uns jetzt oder sowas, sondern es ist so, wie können wir die größte Version von uns selbst werden? Wie können wir uns da drin bestärken und feiern, ja? Das ist so,
mit all diesen ganzen wieder Hindernissen oder so, die ja auf dem Weg sind und Gedankenblub irgendwie. Du bist dann nach Durga und war irgendwie wie, dann bist du mit beiden Füßen eingetreten in diesen Fluss. Also du Ja, warst dann gleich auf Korfu im Sommer-Ashram. ja, Wir waren ein paar Mal auch zusammen im Winter-Ashram, in Indien, wenn Shamili in Europa war. Oder ich kann mich erinnern, du warst auch in Stockholm. Also ja. du warst auch in Norwegen. Das stimmt. Das stimmt. Ich war genau in Stockholm. Das war, glaube ich, direkt danach. Also ich war auch am Chiemsee mit. Ja, Da war das 9-Monatsprogramm damals und ja. ich war 2 Module mit dabei. Also du hast richtig, richtig dann dich intensivst mit dieser ganzen Übungspraxis und mit dem Kreis auseinandergesetzt und hast Mhm. immer wieder und immer wieder und immer wieder praktiziert. Ja. Ich habe dann auch angefangen, die Online-Sadhanas mitzumachen zu dem Zeitpunkt. Also ich war dann einfach so drin irgendwie und hab gemerkt, wie gut mir das tut. Also irgendwann war einfach dieser Effekt von diesen Widerständen im Körper, ja, und dass ich gemerkt habe, oh, das tut mir richtig gut, ja, und das ist richtig, öffnet so viel. Und ja, da war ich irgendwie so total dabei. Du bist ja dann auch schon längere Zeit mit im Team als Tempelhüterin, wo du Shamli und den Kreis unterstützt. Und worüber ich gerne noch sprechen möchte, auch was du gerade auch gesagt hast vorher, diese Freude und das Feiern und in eine noch größere Version von uns hineinzuwachsen und die Leichtigkeit, die dich da sehr angesprochen hast. Und dann, weißt du, dann kommen manchmal im Leben eben auch die Herausforderungen. Genau, genau. Und das ist ja oft so, ja, ein Prüfstein auch. Funktioniert das jetzt wirklich oder wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Möchtest du ein bisschen darüber erzählen, wie das dir ergangen ist? Ja, also ich habe auch am Anfang gedacht, oh, jetzt ist alles wirklich, dann gibt es diese Probleme nicht mehr oder gibt es bestimmte Schwierigkeiten nicht mehr und dann zu merken, nee, also das ist auch so nicht. Die Herausforderungen im Leben kommen genau weiter. Also und aber was sich verändert hat, ist diese Praxis da drin. Also zu merken, ich kann erstmal, bevor ich in einer Situation bin, ich kann erstmal meinen Körper spüren. Ich kann atmen, ich kann so auf so ganz einfache Ressourcen quasi erstmal zurückgreifen, ja. Und kann einfach, ich weiß, dass es alles getragen ist, sage ich mal. Ich weiß auch, dass diese Herausforderung, die gerade auf mich zukommt, genau die richtige ist, die ich brauche, um weiter in meine größere Version zu wachsen, auch wenn ich es manchmal überhaupt nicht mag. Ja. Und das, ja, so würde ich sagen, hat sich da, merke ich, dass dieses, was wir auch in den Online-Sadhanas machen oder so diese 21 Tage ein Sankalpa zu haben, also wie eine Ausrichtung zu haben, auch in der Herausforderung, was möchte ich denn, was möchte ich denn reingeben, dass sich die Herausforderung ändert oder dass es weniger herausfordernd ist und damit zu praktizieren, was es auslöst, das ist total, ja, das macht total viel eine Veränderung. Es ist eigentlich nur wie als gucke ich mit dem Fernglas nicht mehr dahin, sondern guck, okay, das zeigt mir das und wo möchte ich denn damit hin, ja? Und was hat dich denn so ganz praktisch, weißt du, in deinem Alltag, was hat dich getragen, was hat dich unterstützt? Also zum Beispiel Tanzpraxis, also Schütteln. Hm. Also wenn ich merke, es ist irgendwas richtig in mir am Kochen oder so, dann fange ich an, mich zu schütteln. Das wäre ja auch, also dann richtig mehrere Minuten einfach so. Und viel tanzen und auch diese das Gayatri-Mantra singen zum Beispiel, ja. Und mich rückverbinden, dass ich weiß, wir sind da alle im Kreis, alle haben irgendwie ihre Herausforderungen und ich gehe Hm. jetzt gerade so durch meine, bis die nächste Öffnung kommt und sich alles wieder anders anfühlt, ja. Hm. Ja, es So. ist manchmal Mhm. so, das ist manchmal so in der Luft, dass wir denken, dass wenn wir gute Praktizierende sind, dass dann alles irgendwie rosarot und schön
Ja. Und, Ja. und natürlich gibt uns das Leben die Aufgaben oder die Herausforderungen oder das kommt auf uns zu. Und was ich auch immer wieder erfahre und mittlerweile ist es sogar so, wenn ich merke, boah, das ist eine Herausforderung, dann weiß ich, yeah, da ist ganz viel gebundene Kraft, die ich befreien kann, die wieder zurück, das Anteile, die wieder zu mir zurückkehren können. Und diese Freude oder diese Sicherheit ist natürlich auch, weil ich die Tools kenne, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Oder auch, ich kann damit in den Tempel gehen. Ja. Und da gibt es Raum dafür und da kann ich praktizieren und da bin ich gehalten. Und das gibt mir auch ganz viel Sicherheit. Und mein Erfahren ist im Gegenteil, also nicht so, dass die Herausforderungen weniger werden, vielleicht auch sogar mehr, äh, aber meine Toleranz und meine Fähigkeit, damit präsent zu bleiben, oder was du gesagt hast, dann, okay, einfach mal durchatmen und was ist jetzt gerade da und Präsenz in all die Orte im Körper hineinfallen lassen oder hineinführen lassen, dass das sehr unterstützt. Und dann natürlich die Schwesternschaft, der Kreis, der Mhm. da ist. Ja. Also was mich oft aufträgt, ist zu wissen, das dauert nur 90 Sekunden, ja? Das Ein Gefühl, Gewöhn. So, okay, 90 Sekunden kann ich gerne das, geben. Oder auch manchmal ein bisschen mehr, aber so zu merken, ja, ja, ja. so bewege ich mich dadurch, ja. Und genau, es ist nicht, ja, es muss einfach nichts sein oder sowas. Also es muss nichts, ich muss nicht irgendwo gegenhalten oder irgendwie sowas, Mhm. sondern ich kann mich sozusagen so rein entspannen. Also dieses, ja, softer werden, ja. Mhm. Und auch wenn es schwierig ist, trotzdem in eine Softness fallen. Und auch, was ich auch total gerne gerade zur Zeit erforsche, ist dieses, wie bewegt man sich denn ohne Illusionen und Projektionen, ja? Wie geht das denn? Also, wenn man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, es ist irgendwie, so muss es sein oder die Welt nochmal anders zu sehen. Also so, ich mache zum Beispiel gerade diese Praxis, nochmal in die Natur zu gehen und zu gucken, als hätte ich es noch nie gesehen. Einfach um mir selbst so einen, sage, frische Kick zu geben im Blick, ja, in meinem eigenen Blick auf die Dinge. Mhm. Hm. Das ist total schön, Mhm. Claudia. Und das ist auch das, was mich immer wieder so fasziniert am Kreis. Weißt du, wenn wir uns treffen und einfach so miteinander unterwegs zu sein, auf dem Weg zu sein. Und dann haben wir manchmal die Herausforderungen und dann sind die Schwestern da und dann haben die Hm. anderen und dieses gemeinsame Bewegen und Wachsen und ja, das ist sehr außergewöhnlich und ich fühle mich auch gerade sehr privilegiert, auch wenn ich dich sprechen höre, was du mit uns teilst. Vielen, vielen Dank, dass du da uns so Einblicke auch gewährst. Mhm. Ich möchte nämlich noch über etwas anderes sprechen. Mhm. Ah Ich ja. erinnere mich nämlich, und das war, als wir in Indien waren mit Shamili im Winterashram und du hattest da eine Aufgabe und du hattest praktiziert mit Annapurna. Mhm. Und ich kann mich noch so, so sehr daran erinnern, also an deine Übungspraxis. Und wir waren ja da in Stille, da habe ich natürlich auch nichts gesagt. Aber wir waren dann im selben Jahr noch später waren wir zusammen in Hamburg. Also Shamali war dann in Hamburg und wir haben uns getroffen und da haben wir dann auch darüber gesprochen und da durfte ich so dabei sein in der Geburtsstunde von Annapurna. Mhm. Und es wäre total schön, wenn du da ein bisschen erzählst, auch wie du das erfahren hast, zurückblickend jetzt in all diese Jahre. Ja, oh ja, das war irgendwie, das hat mich so berührt. Also in Indien zu sein und ich habe viele Jahre als Köchin schon gearbeitet und habe Kochbücher geschrieben oder auch als Foodstylistin viel mit Essen gemacht und war so, ich saß in dem Ashram und habe zugehört und habe gedacht, oh, ich möchte Mutter Erde ehren mit der Kocharbeit, was ich koche und ich möchte da eine andere Qualität reinbringen in dieses schnell, schnell Essen und Bio, nicht Bio, egal. Also es war so,
war so, oh, das ist alles total heilig und das ist den Sitz, den ich einnehmen kann mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe als Köchin eben oder eben auch Rezepte zu schreiben oder so, dass ich all das als Erfahrung hatte vorher und dann wusste ich, oh, ich möchte da was ganz Eigenes daraus kreieren, wo es auch anderen Frauen möglich ist, im täglichen in der Küche zu praktizieren. So, also, und das hat mich einfach total, da habe ich dann angefangen in Indien die 21 Tage lang eine Praxis zu machen mit einem Teller Obst. Und das habe ich immer mit einer Schwester geteilt oder manchmal auch für mich alleine. Dieses Obst zu essen, als wüsste ich gar nicht, was es ist. Also Textur, Farbe, Geruch, Geschmack. Also dass ich das so wirklich mit meiner höchstmöglichen Achtsamkeit zu mir nehme. Und das war natürlich jetzt in einem Stille-Retreat, war der Raum so gegeben, dass ich sagen konnte, ich nehme mir jetzt einfach eine Viertelstunde dafür. Das ist im Alltag ja manchmal schwierig, aber da war es eben möglich. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich sieht mich kein Schwein, aber so war es eben nicht. Haben alle mit, also es ist letztendlich hat sich dieser Raum da drin geöffnet, ähm, damit weiterzuarbeiten und das ist dir dann aufgefallen, ja? Genau, und dann Ja. haben wir uns getroffen und ich erinnere mich, wir waren beim Libanesen Mhm. und haben gesprochen, weil ich war gerade dabei, das 9-Monats-Programm in Norddeutschland ähm, zu organisieren, zu lancieren. Und ich hatte die Vision, dass wie wäre es denn, wenn wir vom Tempel in den Annapurna-Tempel, wo wir unseren Körper nähern und dann wieder in den Tempel gehen und wieder praktizieren. Und da ist das, ja, und du warst eigentlich, und Beate war noch dabei und Mhm. da ist diese Idee eigentlich dann so auf sehr fruchtbaren Boden Ja, gefallen. absolut, absolut. Ich fand das so cool. Also Beate auch, wir fanden das beide so mega cool. Ich weiß noch, wir saßen da und gedacht, oh, wir suchen ein Haus, ja, wir finden ein Haus, wo wir kochen können und das Retreat stattfindet. Alles findet von Tempel zu Tempel statt. Und dann haben wir auch ein Haus gefunden, direkt an der Elbe, Mm, wo wir mehrere Jahre waren und haben einfach diese Qualität da reingewebt in die ja, Seminare und das hat so viel hervorgeholt, also auch natürlich in den Teilnehmerinnen, aber auch als Entwicklung. Das geht ja wirklich in jeden Bereich des Lebens geht diese Arbeit, ja, das kann man gar nicht mehr die Tür schließen und sagen, hier nicht. Also, und dann zu merken, okay, das, was ich mit meiner Fähigkeit kann, ist mir das in die Küche zu weben und das ist das, wo bei mir mein Herz anfängt zu singen, ja, das kann ich gut nehmen. So, das hat mich einfach total gefreut, dass du uns gefragt hast und dass wir so diesen Weg da begonnen sind. Ich glaube 2016 oder so war das. ja, und wir gehen ihn Mhm. immer noch. Wir gehen ihn immer noch. Also Claudia wird auch in diesem 9-Monats-Programm wird sie ihren Annapurna-Tempel für uns öffnen. Du wirst auch da sein, wenn Shamili im Ende Juli in Hamburg sein wird für das Genau. Weisheitshüterinnen-Retreat. Ja. Wirst auch du, also Annapurna Loves Me, Claudia wird da sein und es ist so, es ist so kostbar, weißt du. Ich merke das ja auch von, wenn ich unterrichte von meinem Tempel und dann sind die Frauen in deinem Tempel, das ist dann so, es ist so natürlich auch und hat sehr viel auch mit diesen weiblichen Qualitäten von Nähren und auch genährt werden und viele Frauen, ähm, die sind auch so inspiriert. Ich Mhm. auch. Mhm. Und es ist ja nicht ganz uneigennützig. Das ist so ganz ehrlich. Sind auch Okay. ganz viele Frauen sind sehr inspiriert und auch wie du die Rezepte teilst und wie auch wie du die Früchte der Erde ehrst und was du da kreierst. Und mittlerweile gibt es ja auch ein ganz großes Angebot von dir. Du hast auch Online-Kurse, die Mhm. du anbietest, wo man mit dir kochen kann. Oder wir haben eben, du bist auch kräuterkundig und wir hatten eben gestern diese Kräutersuppe gekocht und es ist auch immer wieder so ein Geschenk, einfach auch dich.
dich sprechen zu hören und dir Fragen zu stellen und was du alles weißt und wie großzügig du das teilst. Mhm. Und dann deine Freude auch zu sehen, auch gestern. Es ist Mhm. das war wie so dein Hexenkessel, ja? Genau. Wo du deine Zaubermedizin kreierst und mit so viel Liebe und mit so viel Hingabe. Ja. Und etwas, was mich auch immer wieder berührt, wenn wir da sind oder wenn wir eintreten in den Annapurna-Tempel, ist die Schönheit, die du kreierst. Mhm. Und man sieht es ja auch, wenn ihr Claudia folgt auf ihrem Instagram-Profil, da ist so viel Schönheit und da ist so eine hohe Frequenz und einfach da einzutauchen. Mhm. Das alleine ist schon Nahrung, all dieses, das erfahren zu dürfen, die Farben, die Formen, wie liebevoll alles, alles, wie du alles liebevoll kreierst. Mhm. Ja, ich finde es so wundervoll, weil diese, also ich mache ja nicht, lasse ja nicht den Löwenzahn wachsen, sondern der wächst und ich kann ihn nehmen, ja, und kann ihn zu mir nehmen und kann ihn zubereiten. Also ich kann quasi so einen Alchemistenprozess in Gang bringen mit dem, was Mutter Erde uns schenkt. Und das ist so, ja, das macht so viel Freude, finde ich, das alles so zu nehmen zu können und damit so zu kreieren und zu spielen. Also ganz vielfältige Sachen daraus zu machen, ja. Und eben auch, wie gehe ich denn gut mit mir um? Also auf der Ebene auch, ja. Was mache ich, wenn es mir schlecht geht, ja? Was nehme ich dann zu mir? Oder was mache ich, wenn es mir gut geht? Da dem mehr Raum zu geben, ne? Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, also diese Freude und dich in dieser Freude zu sehen, das ist Mhm. so ansteckend. Also man kann auch von ganz weit schon erkennen, da ist ihr Dharma, da Mhm. fließt dein Dharma. Und Mhm. es ist wundervoll, einfach dich darin zu erleben Mhm. und deine überfließende Kreativität darin und auch, oder auch diese Momente, weißt du, wo ich glaube, egal was wir dir hinstellen, ein Körbchen mit Lebensmitteln sagen, und dann zauberst du einfach was. Oder so. Ja. Ja. Ich werde hier in der Beschreibung natürlich auch, da findet ihr die Webseite und da geht unbedingt mal drauf. Da hat es auch ganz, ganz viele feine Rezepte. Eines meiner Lieblingsrezepte, was ich sehr oft mache, ist der Brokkoli-Dip. Mhm. Der ist absoluter Renner bei uns zu Hause und es ist so einfach, es zu tun auch. Mhm. Und also da gibt es ganz, ganz viele feine Rezepte. Wir sind auch schon am Ende von unserem Gespräch Mhm. und bevor wir hier abschließen, möchte ich dich einfach fragen, weißt du, gibt es noch etwas ganz Wichtiges oder etwas, was du gerne teilen möchtest? Ja, also meine Liebe für die Arbeit, also das, was letztendlich dass es mir ganz viel bedeutet, diesen Weg zu gehen und das auch so einfach, das bleibt einfach so, dass es letztendlich, wenn sich Dinge verändern, aber das merke ich, verändert sich nicht. Ich werde diesen Weg immer weitergehen mit der Praxis und dafür bin ich Jamili Mm. sehr dankbar, dir sehr dankbar und auch allen, mit denen ich sonst im Kontakt bin. Das ist einfach so wunderschön, im Kreis zu sein. Und für mich ist es, ja, es ist ja mein Leben. Also es ist ja, es nimmt mehr Platz ein, als ich jemals dachte. So, und das ist auch genau richtig so. Oh, schön. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Wir gehen Ja, jetzt in vielen den Dank. Tempel. Wir gehen jetzt in den Ja, Tempel, genau. tschüss. Ciao.